Willkommen, liebe Freunde der Geschichte, der Architektur und der verborgenen Legenden. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute den Weg zu unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome gefunden habt. Es ist uns eine Ehre, euch auf eine Reise durch die Zeit mitzunehmen, zu Orten, an denen die Steine flüstern und die Mauern von vergangenem Glanz und dunklen Schatten erzählen. Heute entführen wir euch in das Herz Westfalens, wo das Wasser die Geheimnisse der Jahrhunderte hütet. Unsere Reise beginnt in einer Epoche, in der das Land noch wild und von unzähligen Wasserläufen durchzogen war. Wir schreiben das Jahr 1271. Inmitten der feuchten Niederungen des Münsterlandes, dort, wo die Stever ihre Arme ausstreckt, wird die Burg Lüdinghausen zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Doch ihre Wurzeln reichen tiefer, verborgen im dunklen Erdreich der Geschichte. Diese Wasserburg Lüdinghausen entstand nicht ohne Grund an diesem spezifischen Ort. In einer Zeit, in der Macht durch Landbesitz und Wehrhaftigkeit definiert wurde, suchten die Gründerväter Schutz im Element des Wassers. Die Burg wurde als klassische Niederungsburg konzipiert, ein Bollwerk, das sich die natürliche Topographie zunutze machte. Die Gründungsursache lag in der strategischen Notwendigkeit, einen festen Punkt in der Region zu etablieren, der sowohl als Wohnsitz des Adels als auch als militärischer Vorposten diente. Inmitten der Münsterlandburgen nahm sie von Anfang an eine Sonderstellung ein, denn sie war der Kern dessen, was wir heute als die faszinierende Dreiburgenstadt kennen. Es war eine Zeit des Umbruchs, in der jeder Stein mit dem Blut und dem Schweiß der Vorfahren gesetzt wurde, um ein Erbe zu schaffen, das die Jahrhunderte überdauern sollte. Wer waren die Geister, die einst durch diese Hallen schritten? Die ersten namentlich bekannten Akteure auf dieser Bühne waren die Ritter von Lüdinghausen. Als Ministerialen des Bischofs von Münster und Lehnsträger der Abtei Werden führten sie ein stolzes, oft aber auch gefährliches Dasein. Ihr Streben nach Unabhängigkeit war legendär, ein Geist des Widerstandes, der schließlich im Jahr 1271 zum Feldzug des Münsteraner Bischofs Gerhard von der Mark führte. Stellt euch den Hall der Rüstungen und das Wiehern der Pferde vor, als der Bischof vor die Tore zog. Die Herren von Lüdinghausen mussten sich beugen und ihre Burg wurde zum Offenhaus des Bischofs erklärt. Ein Symbol der Unterwerfung, aber auch der strategischen Bedeutung. Nach dem Aussterben des Geschlechts im Jahr 1443 fiel das Anwesen endgültig an das Domkapitel von Münster. Doch der wahre visionäre Geist, der die heutige Pracht der Renaissance-Schloss NRW Ästhetik prägte, war Gottfried von Raesfeld. Zwischen 1569 und 1573 ließ dieser bedeutende Domkapitular das Schloss auf den alten, brandgezeichneten Ruinen neu errichten. Er war es, der die kühle Wehrhaftigkeit in aristokratische Eleganz verwandelte und der Burg ihr heutiges, unverwechselbares Gesicht lieh. Wenn wir uns der Architektur der Burg Lüdinghausen Geschichte nähern, blicken wir auf ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Das heutige Erscheinungsbild wird dominiert vom Südflügel aus der Zeit der Renaissance, einem Baustil, der die Wiederentdeckung der Harmonie feierte. Die Architektur Renaissance zeigt sich hier in ihrer reinsten Form. Klare Linien, kunstvolle Giebel und eine Symmetrie, die den Geist der Aufklärung atmet. Das Herzstück der Verteidigung war einst ein mächtiger Bergfried mit einem Durchmesser von etwa 11 Metern. Er ist heute verschwunden. Doch wer genau hinsieht, findet seine Spuren in der Pflasterung des Burghofes. Ein Geisterturm, der nur noch in der Erinnerung existiert. Das Grabensystem, im Münsterland liebevoll Gräften genannt, war ein technisches Wunderwerk. Ursprünglich bestand es aus 6 bis 7 Ringgräben, die von der Stever gespeist wurden. Diese Wasserbarrieren waren nicht nur ein Hindernis für Feinde, sondern auch ein Spiegel der Macht,
indem sich die Pracht der Fassaden brach. Heute ist die Burg einer der besten Fotospots NRW, wo das Zusammenspiel von rotem Backstein und tiefblauem Wasser eine fast magische Atmosphäre erzeugt. Doch keine legendäre Burgenerzählung wäre vollständig ohne die dunklen Kapitel, die sich wie kalte Nebelschwaden um die Mauern legen. Im Jahr 1624, während die Welt draußen im Dreißigjährigen Krieg versank, öffnete sich in den Kellern der Burg ein Schlund des Grauens. Die Burg Lüdinghausen wurde zum Schauplatz der berüchtigten Hexenverfolgungen. Es heißt, dass in den Nächten, wenn der Wind durch die Schießscharten heult, noch immer das Echo derer zu hören ist, die hier unter Qualen befragt wurden. Über 20 unschuldige Seelen, darunter Bernhard Schwarte, fielen dem Wahn zum Opfer. Die gütliche Befragung, wie die Folter zynisch genannt wurde, fand in den Gerichtssälen der Burg statt. Diese dunkle Aura verleiht dem Ort eine fast greifbare Mystik. Es ist, als hätten die Steine den Schmerz aufgesogen, um uns heute als Mahnung zu dienen. Wenn ihr durch die Gänge wandelt, achtet auf das plötzliche Sinken der Temperatur. Manche sagen, es sei der Hauch der Vergangenheit, der uns daran erinnert, dass die Pracht der Renaissance auf einem Fundament aus menschlichem Schicksal steht. Was macht die Burg Lüdinghausen so einzigartig unter den Burgen in Nordrhein-Westfalen? Es sind die Details, die man erst auf den zweiten Blick entdeckt. Habt ihr schon von der steinernen Preisliste gehört? In der Fassade findet sich eine Inschrift aus dem Jahr 1573, die die Lebensmittelpreise jener Zeit verewigt hat. Ein faszinierendes Dokument des Alltagslebens, das die Jahrhunderte überdauert hat. Ihre Lage in unmittelbarer Burg, Wischering-Nachbarschaft, macht sie zu einem Teil eines Ensembles, das in Europa seinesgleichen sucht. Die historische Verbindung zwischen diesen beiden Giganten der Baukunst ist eine Geschichte von Konkurrenz und Koexistenz. Die Burg Lüdinghausen ist mehr als nur ein Gebäude. Sie ist ein Zeitarchiv. Die prachtvoll mit Wappen geschmückten Säle erzählen von der Genealogie des Adels und dem Selbstverständnis einer Epoche, die den Übergang vom dunklen Mittelalter in die strukturierte Neuzeit markierte. Sie ist ein fester Bestandteil der Lüdinghausen-Sehenswürdigkeiten und ein Muss für jeden, der die Seele Westfalens verstehen will. Heute hat sich die Burg von einer Festung in einen Ort der Begegnung verwandelt. Dank des Projekts Wasserburgenwelt im Rahmen der Regionale 2016 wurde der Raum zwischen der Altstadt und den Burgen neu definiert. Wer heute nach Wandern Münsterland oder Ausflugstipps Münsterland sucht, landet unweigerlich hier. Die weitläufigen Blumenwiesen, die neuen Radwege und die sanft fließende Stever schaffen eine Symbiose aus Natur und Geschichte. Die Burg dient heute als kulturelles Zentrum, als Sitz der Volkshochschule und als prachtvoller Rahmen für Ratssitzungen und Konzerte. Sie ist ein Reiseziel Deutschland, das zeigt, wie man Historie atmen lassen kann, ohne sie in einem Museum zu ersticken. Die Restaurierung im Jahr 2000 hat die alten Mauern für die Zukunft gerüstet. Wenn ihr die Burg heute besucht, werdet ihr Teil ihrer langen Geschichte. Ihr spaziert über Brücken, die einst hochgezogen wurden, und betretet Hallen, in denen einst über Leben und Tod entschieden wurde, während heute das Lachen von Besuchern und die Klänge von Musik die Luft erfüllen. Die Burg Lüdinghausen bleibt ein stiller Wächter der Zeit, ein Ort, der uns lehrt, dass wahre Größe im Überdauern liegt. Wir hoffen, dass euch dieser Ausflug in die Welt der historischen Wasserburgen Deutschlands gefallen hat und ihr die Faszination dieses Ortes nun mit uns teilt. Wenn ihr nun selbst Lust bekommen habt, diesen magischen Ort zu erkunden. Mehr Informationen über dieses prachtvolle Objekt, die genaue Adresse sowie die aktuellen Öffnungszeiten findet ihr unter dem Link zur offiziellen Quelle
den wir für euch in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse an unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Geheimnisse der Geschichte zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn die Steine wieder zu sprechen beginnen.